2019 verzeichnete ThyssenKrupp einen Verlust von rund 3,5 Milliarden Euro in nur einem Geschäftsjahr. Eine Größenordnung, die selbst im DAX außergewöhnlich war. Während Wettbewerber ihre Kostenstrukturen strafften und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrierten, befand sich der Essener Traditionskonzern bereits mitten im nächsten Umbau. Jede Maßnahme wurde als Wendepunkt angekündigt, jede neue Finanzierung als letzte Rettung. Doch statt Stabilität entstand ein Dauerzustand permanenter Neuordnung. Die Transformation hörte nicht auf. Sie wurde zum Normalzustand. Und genau das wurde zum Kern des Problems. Der Ausgangspunkt liegt um das Jahr 2010. ThyssenKrupp stand damals vor einem strukturellen Dilemma. Das klassische Stahlgeschäft verlor an Marge. Der globale Wettbewerb verschärfte sich. Gleichzeitig galt der Konzern als schwerfällig und überholt. Die Antwort der Konzernführung war eindeutig: neu erfinden. Weg vom reinen Stahlproduzenten, hin zu einem breit diversifizierten Industriekonzern. Diversifikation, Innovation, Transformation, diese Begriffe dominierten die Strategie. Mit dem Amtsantritt von Heinrich Hiesinger als Vorstandsvorsitzendem im Jahr 2011 bekam dieser Kurs ein klares Gesicht. Sein Auftrag war klar formuliert: ThyssenKrupp moderner machen, profitabler aufstellen, langfristig wettbewerbsfähig halten. Was folgte, war eine der teuersten Umbauphasen der deutschen Industriegeschichte. Zwischen 2011 und 2015 flossen rund 14 Milliarden Euro in Restrukturierungen, neue Geschäftsfelder und strategische Neuausrichtungen. Sparten wurden aufgebaut, andere umstrukturiert, tausende Stellen abgebaut und gleichzeitig an anderer Stelle neu geschaffen. Doch die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse entwickelten sich in die falsche Richtung. Der operative Gewinn sank von rund 3,2 Milliarden Euro auf etwa 1,8 Milliarden Euro. Während Konkurrent Salzgitter im gleichen Zeitraum seine Kosten um rund 18% senkte, stiegen sie bei ThyssenKrupp um etwa 12%. Gleiche Branche, gleiche Marktlage, gleicher Standort Deutschland. Der Unterschied lag nicht im Markt, sondern in der internen Steuerung. Jeder Strategiewechsel erzeugte neue Kosten. Jede Restrukturierung machte vorherige Investitionen teilweise wertlos. Das Milliardenparadox war geboren. Je mehr umgebaut wurde, desto schlechter wurde das Ergebnis. Wenn dich das Warum hinter den Zahlen interessiert, bist du hier richtig. Ab 2015 verschärfte sich die Lage dramatisch. Der globale Stahlmarkt kippte. China flutete den Weltmarkt mit Billigstahl. Im Jahr 2015 produzierte China rund 800 Millionen Tonnen Stahl. Deutschland kam im selben Jahr auf etwa 42 Millionen Tonnen. Allein die chinesische Überkapazität überstieg die gesamte europäische Produktion um ein Vielfaches. Die Preise reagierten brutal. Der Preis für Warmbandstahl fiel innerhalb von 18 Monaten von rund 580 auf etwa 250 Euro pro Tonne. Für ThyssenKrupp hatte das massive Folgen. Die Stahlsparte verlor 2015 rund 1 Milliarde Euro. 2016 weitere 800 Millionen. 2017 nochmals rund 600 Millionen. 3 Jahre. Rund 3 Milliarden Euro Verlust. Und das allein im Kerngeschäft. Andere Konzerne reagierten mit harten, aber klaren Maßnahmen. Kapazitätsabbau, Kostensenkungen, Fokussierung. ThyssenKrupp reagierte mit der nächsten Restrukturierung. Die geplante Fusion der europäischen Stahlaktivitäten mit Tata Steel sollte Skaleneffekte bringen und Verluste begrenzen. 3 Jahre lang wurde verhandelt, Milliarden flossen in Vorbereitung, Beratung und Strukturmaßnahmen. Am Ende scheiterte die Fusion. Die Kosten blieben, der Nutzen nicht. Parallel dazu explodierten die Energiekosten. Deutsche Stahlwerke zahlten pro Megawattstunde teilweise doppelt so viel wie französische Wettbewerber und ein Vielfaches polnischer Produzenten. Ein struktureller Wettbewerbsnachteil, der sich nicht durch Organisation beheben ließ. Externe Schocks trafen auf interne Instabilität. Spätestens ab 2018 wurde ein Muster sichtbar. Jede Maßnahme zur Rettung verschärfte die Situation, jeder Umbau erzeugte neue Altlasten. Allein im Jahr 2018 musste ThyssenKrupp rund 4 Milliarden Euro abschreiben. Fehlinvestitionen in Brasilien, gescheiterte Projekte in den USA, wertlose Beteiligungen in Europa,
2019 kamen weitere rund 3 Milliarden Euro an Rückstellungen hinzu. Pensionsverpflichtungen, Umweltrisiken, Altlasten aus Jahrzehnten Industriegeschichte. Geld aus der Vergangenheit erstickte die Gegenwart. Martina Merz übernahm 2019 den Vorstandsvorsitz. Ihre Diagnose war offen: Wir haben zu lange zu wenig getan. Die Therapie lautete noch mehr Umbau. Der Konzern setzte nun alles auf Wasserstoff und grünen Stahl. Klimaneutrale Stahlproduktion bis 2050. Die Vision war richtig, der Zeitpunkt riskant. Zwischen 2019 und 2020 wurden rund 8 Milliarden Euro für die Transformation eingeplant. Für Technologien, die noch nicht marktreif waren, für Infrastruktur, die noch nicht existierte, für Fördermittel, die noch nicht zugesagt waren. Während Wettbewerber wie SSAB in Schweden bereits ersten grünen Stahl produzierten, blieb ThyssenKrupp in Pilotprojekten und Planungsphasen stecken. Ein bekanntes Muster wiederholte sich erneut: große Versprechen. Große Budgets, begrenzte Umsetzung. Ab 2020 blieb kaum noch Spielraum. Nach Jahren milliardenschwerer Umbauten blieb als letzter Hebel das Personal. 11.000 Stellen sollten abgebaut werden. Allein in Deutschland rund 6.000, Werke in Duisburg, Bochum und Krefeld, Standorte mit über 100-jähriger Geschichte, wurden geschlossen oder massiv verkleinert. Gewerkschaften protestierten. Streiks, Demonstrationen, nächtelange Verhandlungen. Doch der Abbau war nicht billig. Abfindungen, Sozialpläne und Transfergesellschaften kosteten weitere Milliarden Euro. Geld, das nicht in Innovation floss, sondern in den Rückzug. Während Wettbewerber Stellen abbauten und gleichzeitig automatisierten, zahlte ThyssenKrupp für den eigenen Rückbau. Menschen wurden zu Kostenfaktoren, Standorte zu Bilanzpositionen. Ab 2022 folgte die letzte Konsequenz. Der Konzern wurde faktisch in Einzelteile zerlegt. Die neue Strategie hieß Holdingstruktur. Jede Sparte sollte eigenständig werden, eigene Investoren finden, eigene Bilanzen führen. Marine Systems, Automotive Technology, Material Services, einst als Synergietreiber gedacht, wurden einzeln zum Verkauf gestellt. Doch die Realität war ernüchternd. Kaufinteressenten blieben aus oder boten deutlich weniger als erwartet. Während andere Industriekonzerne ihre Sparten zu Höchstpreisen veräußerten, musste ThyssenKrupp sein Tafelsilber unter Wert anbieten. Jahrzehnte des Dauerumbaus hatten Substanz und Vertrauen aufgezehrt. Der Konzern existierte weiter, aber nicht mehr als integrierte Einheit. 15 Jahre Transformation. Rund 40 Milliarden Euro verbrannt. Die Mitarbeiterzahl sank von etwa 180.000 auf rund 110.000. Der Börsenwert verlor rund 80%. ThyssenKrupp scheiterte nicht an fehlendem Kapital, nicht an fehlender Technik, nicht an fehlenden Märkten. Der Konzern scheiterte an Orientierung. Transformation ohne klare Zielrichtung wurde zur Selbstbeschäftigung. Umbauen ersetzte Entscheiden. ThyssenKrupp ist kein Einzelfall. Es ist eine Warnung. Dauerveränderung ist kein Fortschritt. Und Milliarden ersetzen keine Strategie. Der Konzern steht noch. Doch als Einheit ist ThyssenKrupp Geschichte.